Thank you. I didn't know what you said, but I'm sure it was very positive. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast, aber es war bestimmt sehr positiv. Yes, I'm in Berlin for just under a week. Also ich bin erst seit ein paar Tagen in Berlin. I'm really loving being around the Sangha here around the center. Und ich bin sehr gerne im Sangha hier und im buddhistischen Tor. And I'm particularly pleased to be talking about Guru Padmasambhava this evening. Und ich freue mich sehr, heute Abend über Guru Padmasambhava zu sprechen. Padmasambhava means the one born from a lotus. Und Padmasambhava bedeutet der Lotusgeborene. In Tibetan Buddhism, he's known as Guru Rinpoche. Und im tibetischen Buddhismus kennt man ihn unter dem Namen Guru Rinpoche. The greatly precious Guru, the greatly precious teacher. Der äußerst wertvolle Guru oder Lehrer. And we, in the Triratna, we try to celebrate Padmasambhava every year in some way or other. Und in der Bewegung Triratna versuchen wir jedes Jahr auf die eine oder andere Weise Padmasambhava zu feiern. Some centers have quite big festivals lasting a weekend or something like that. Und in einigen Zentren gibt es ganze Wochenenden zu seinen Ehren. And I want to say something about the significance of Padmasambhava to you, obviously. Und offensichtlich will ich ein paar Worte über die Bedeutung Padmasambhavas sagen. But we don't have a lot of time. Aber wir haben nicht viel Zeit. And I'm infamous for giving very long talks. Und ich bin berühmt oder eher unberühmt dafür, dass ich sehr, sehr lange Vorträge halten kann. And Padmasambhava is an extremely rich, deep and varied topic. Und Padmasambhava ist ein sehr, sehr reichhaltiges, tiefgehendes Thema. There's a particular invocation to Padmasambhava. Und es gibt eine bestimmte Anrufung Padmasambhavas. Composed spontaneously by a great Tibetan Lama. Und die wurde verfasst von einem großen tibetischen Lama, spontan verfasst. And it's called the lightning bolt of compassion. Und die heißt also der Blitz des Mitgefühls. So I want to make this talk have a sort of lightning bolt quality, if at all possible. Und ich will diesen Vortrag wie eine Art Gewitterblitz vortragen. So, in other words, a lot happened, big impact, but in a very short period of time. Also einen großen Einfluss in einer sehr kurzen Zeit. That might not work. Und vielleicht funktioniert es aber nicht. You can't pretend to have a big impact. Man kann nicht einfach sich vormachen, einen großen Einfluss zu haben. So I'm going to start personally. Also ich fange an damit persönlich etwas zu erzählen. When I was 17, als ich 17 Jahre alt war, I fell very deeply in love, very, very deeply in love. Habe ich mich total Hals über Kopf verliebt. I didn't quite know that I was that deeply in love. Und zu der Zeit wusste ich gar nicht, wie sehr ich mich verliebt hatte. I didn't quite know that it was that deep. Also ich wusste nicht, wie tief es wirklich war. But what I fell in love with was a painting. Und ich habe mich verliebt in ein Gemälde. It was a reproduction of a Tibetan tanka. Es war ein Nachdruck eines tibetischen Tankers oder ein Wandbild. A scroll painting, yeah. Also ein aufgerolltes Bild. And it was of a how can I describe? Well, at first I couldn't make out what it was. Und zuerst konnte ich überhaupt nicht verstehen, was es überhaupt darstellte. I didn't really have the visual language to understand Ich it. hatte gar nicht die visuelle Sprache oder das visuelle Verständnis, um es zu verstehen. But after a while I worked out that it was like a tall pagoda. It was a painting of a pagoda-like temple. Aber nach einer Zeit habe ich herausgefunden, dass es sich um eine sehr große Pagode, um einen sehr großen Tempel handelte. And it was all reds and greens and blacks and pinks. And, Sehr viel Rot, Grün und Schwarz und Pink. it was a very faded image, I think. Und es war schon sehr verblasst. And all around, the pagoda was on the top of a mountain. Und diese Pagode war auf einer Bergspitze. And all around this pagoda on top of the mountain were all these weird creatures. Und rund um die Pagode waren diese unwirklichen, sehr komischen Wesen. They were sort of human-ish.
so halb Mensch, but they were kind of swirling around like in a mist, aber auch die sozusagen in der Luft rumflogen wie in einer Art Nebel. sort of dancing in the air, Also Himmelstänzer, male and female, männlich und weiblich. different colours. Verschiedene Farben. They all seemed to have 3 eyes Und die hatten alle anscheinend 3 Augen and holding bowls, which looked like an upturned skull, top of und a hatten skull, alle Schalen und die sahen alle aus wie aufgeschnittene Schädel. and garlands of severed heads. Und sozusagen Ketten voll von abgeschnittenen Köpfen. And they seemed to be holding choppers, Und die hatten lange Messer und Macheten in der Hand. flaying knives, Flame. flaying, flaying. Oh, Kebabmesser. Not quite, anyway. Interesting. And little drums. Und kleine Trommeln. So they're all swirling around. Die sind alle am Rumfliegen und Even weirder was a figure right at the bottom of the painting am merkwürdigsten war die Figur ganz am unteren Ende des who Bildes. was red and looked like a real demon Ganz rot und sah aus wie ein Dämon. with loads of eyes, Vielen Augen incredibly sort of fierce looking, und sehr, sehr furchterregend aus. all swirling around this pagoda. Auch die Figur in der, um die Pagode rumfliegen. So this was very attractive for sure. Also ich war sehr, sehr angezogen von dem Very exotic, very sehr, sehr exotic. exotisches Bild. And being 17 in the 1970s, exotic was good. Und für diejenigen, die 17 in den 70ern waren, die wissen, dass exotisch damals gut hieß. And but the figure that really interested me was right in the base of the pagoda, in a kind of like a temple. Aber die Figur, zu der ich am meisten hingezogen war, war eine Figur, die am unteren Rand des Tempels saß. So it was a figure with this incredible expression. Mit einem unvorstellbaren Ausdruck im Gesicht. It was a figure smiling, Mit einem Lächeln. frowning. Frowning. How do you say? Well, you must have frown in German. Come on. Frowning. Looking fierce. Grimassen schneidend. Yeah, smiling, looking fierce. Fratzen schneidend. Looking ecstatic. Voller Ekstase. Big eyes. Große Augen. Little moustache and beard. Einen kleinen Schnurrbart und einen Bart. And dressed in the most sumptuous robes. Und gekleidet in den fantastischsten Roben. And holding different implements. Und in den Händen hat er verschiedene Gegenstände. And this figure seemed to be commanding the kind of chaos, what looked like the chaos all around. Und man hatte den Eindruck, als wäre diese zentrale Figur diejenige, die die ganzen anderen Dinge um sich herum im Kommando hatte oder als unter He seemed to be Befehl the master, the magician in this realm of wonders. Also er schien der Meister und der Zauberer in dieser ganzen Welt zu sein. So this was my first encounter with Padmasambhava. Und das war meine erste Begegnung mit Padmasambhava. And I was immediately completely fascinated by this figure. Und auf den ersten Blick war ich komplett fasziniert von dieser As Figur. I said at the beginning, it's not an understatement to say that I felt powerfully, deeply in love with this figure. Und es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass ich wirklich ganz kraftvoll mich in diese Figur verliebt habe. And I followed that up, trying to find anything I could on this figure, on this image. Und in der Zeit danach habe ich versucht, alles, was ich in die Hände bekommen konnte, über Padmasambhava in Erfahrung zu bringen. This sort of magician, yogi, enlightened bodhisattva figure. Dieser Magier, diese erleuchtete Bodhisattva-Figur. And, as time went on and as I got more involved in Buddhism, this became my meditation practice that I was given when I was ordained. Und als ich ordiniert wurde, habe ich die Padmasambhava Meditationspraxis als meine Hauptpraxis aufgenommen. So every day, even to this day, I meditate on this figure. Und seit meiner Ordination bis zum heutigen Tag
meditiere ich täglich über Padmasambhava. So you could, so that's why I say it's a deep love, because it's not something I can let go of, don't want to let go of. Und deshalb ist es für mich eine sehr, sehr tiefe Liebe oder Attraktion. Es ist nichts, was ich einfach so aufgeben könnte. And as I said at the beginning, it was very exotic looking at this. Huh? Und wie ich schon gesagt habe, es war eine sehr exotische Liebe oder Attraktion. It was very Tibetan, it was very bright, it was very colourful. Also eine sehr tibetische, scheinende, farbenfrohe Figur. It promised, a release from the boredom of my existence at the time. Und diese Figur versprach mir eine Befreiung von der Langeweile meiner damaligen Existenz. But over the years, I've come to see that this figure has a very, very deep significance. Aber über die Jahre hinweg habe ich mehr und mehr verstanden, dass die Figur eine sehr, sehr tiefgehende Bedeutung hat. This figure really emerges out of Tibetan Buddhism, for sure. Es ist auf jeden Fall eine Figur, die aus dem tibetischen Buddhismus heraus entstanden ist. Padmasambhava's mythology is that in the 8th century he was involved in bringing the Dharma to Tibet very heavily, very strongly. Und die ganze Mythologie um seine Person herum ist dahingehend, dass er im 8. Jahrhundert sehr, sehr starken Einfluss hatte, den Buddhismus nach Tibet zu bringen. He came from somewhere in northwest India. Also er kam irgendwo aus Nordwestindien. Yeah. Somewhere around Pakistan way. Wahrscheinlich heutiges Pakistan. Very mysterious figure. Eine sehr, sehr mysteriöse Figur. But for Tibetan Buddhists, he is hugely significant in the transmission of the Dharma in Tibet. Aber für alle tibetischen Buddhisten hat er eine enorme Bedeutung in der Übertragung des Buddhismus nach Tibet. But to think of him as a purely Indo-Tibetan figure would be wrong. Aber ihn einfach nur als indo-tibetische Figur zu betrachten wäre falsch. He emerges from that Buddhist culture, that profound Buddhist culture. Also er tritt aus dieser tiefgehenden Kultur hervor. But his significance is universal. Aber seine Bedeutung ist universell. In one of the works attributed to Padmasambhava, he has a saying. Und in einem der Werke, die ihm zugeschrieben werden, gibt es folgenden Spruch. He's talking to his Tibetan disciples about the future. Padmasambhava spricht zu seinen tibetischen Disciples, Jüngern oder Schülern über die Zukunft. And he says, the guru of the past will not be the guru of the future people. Also der Guru der Vergangenheit wird nicht der gleiche Guru oder Lehrer sein für die Leute in der Zukunft. Which indicates to me that this figure just flows on out into different cultures, into different times. Und das für mich bedeutet das so viel, wie dass die Figur des Padmasambhava in andere Kulturen, in andere Zeiten hinüberfließt. My own teacher Sangharakshita, our founder, says that Padmasambhava isn't really one person. Und Sangharakshita, der Gründer und Lehrer in unserem Orden, hat mal gesagt, er denkt nicht, dass Padmasambhava eine einzige Person ist. What the figure represents in the literature is a sort of enlightened stream of consciousness. Und was er eher denkt, ist, dass Padmasambhava wie ein erleuchteter Bewusstseinsfluss ist. With a particular function, a particular aspect. Mit einer ganz speziellen Funktion, einem ganz speziellen Funktion und Aspekt. It's a quality of the Buddha, a quality of enlightenment that has a particular purpose. Und es ist eine Qualität der Erleuchtung, eine Qualität sogar des Buddhas mit einem speziellen Zweck. And the purpose is to transform. Und der Zweck ist Transformation, Transformation. It's to bring about the total transformation of individuals and the world. Und der Zweck ist die totale Transformation des Einzelnen und der Welt. And transformation in particular of the depths of our consciousness, the depths of our world. Und im Speziellen die Transformation in den Tiefen unseres Bewusstseins und in den Tiefen der Welt. Many of the stories associated with Padmasambhava's mythology are really about this. Und viele der Geschichten, die über Padmasambhavas Mythologie sprechen,
in denen geht es genau darum. So why did he go to Tibet in the first Also zum place? Beispiel, warum ging er nach Tibet? Well, the king of Tibet, Trisong Detsen, was trying to build a monastery. Und der Grund war, dass der König Tibets versuchte, ein Kloster zu He bauen. invited some of the great Indian teachers over to teach. Und er hat einige der großen indischen Lehrer nach Tibet eingeladen, um zu unterrichten. They'd got the land, Die haben das Baugrundstück, the building was going on, das Gebäude the errichtet. builders were putting it up in the day. Und die in one day? In the day it was, well, no, it wasn't completed in the day, but it was, in the day they were. Tagsüber wurde an dem Gebäude gebaut. But the weird thing was, when they got there the next morning to do the next day's work, the walls had been taken down. Aber das Komische war, wenn sie dann am nächsten Tag kamen, um weiterzubauen, war das Werk des vorigen Tages zerstört. You know, every time they put something up, overnight it was gone. Also jedes Mal, wenn sie was aufgebaut haben, über Nacht war es wieder zerstört. And the king was getting seriously fed up with this, sincerely. Und der König war darüber nicht erfreut. And he was told that, well, actually what's going on is the gods of Tibet, the indigenous gods, are not happy. Und was er dann erfuhr, war, dass die Götter, die Götter, die in Tibet heimisch sind, das nicht mochten, dass da ein Kloster entstand. The dragon spirits of the water are not happy. Also die Drachengeister des Wassers waren nicht glücklich. The earth spirits and the mountain spirits are not happy. Also die Erdgeister und die Berggeister waren nicht glücklich. They do not want a Buddhist monastery here. Die wollten kein buddhistisches Kloster an diesem Ort. So the king said, well, what am I going to do? Und der König fragte so, was kann ich denn tun? And he talked to one of the Indian teachers and he said, there's only one man who can help. Und der König sprach zu einem der tibetischen Lehrer und er sagte, es gibt nur eine einzige Person, die helfen kann. There's this weird character named Padmasambhava in Da ist India. diese sehr, sehr komische Figur mit Namen Padmasambhava. His speciality is dealing with the dark, difficult, natural, powerful, elemental forces. Seine Spezialität ist das Behandeln tiefer, dunkler, natürlicher, schwieriger Kräfte. I'm probably missed one. That's his speciality, to transform them into helping Also the Dharma. diese dunklen Kräfte in Kräfte zu transformieren, die dem Dharma helfen können. That's who you have to bring over. Und den musst du rüberbekommen. You've got to send people. Go and just find out where he is. Find him somewhere in India. Finde heraus, wo er ist in Indien und bring ihn rüber. And he'll deal with the gods. Und er wird sich um die Götter kümmern. And this is a really, I think, a really fantastic story. Und ich finde, das ist eine fantastische Geschichte. Just looking at it at this moment before we go any further. Und kurz ein paar Worte, bevor wir weitergehen. It's like that, I think, in our own practice. Und weil es ist genauso wie in unserer eigenen Praktik. You know, you take up, for example, the practice of meditation. Zum Beispiel, ihr fangt an zu meditieren. You know, and you know that you benefit from it. Und ihr habt ihr bekommt was daraus. Ihr habt Erfolge, ihr bekommt was davon. You make a decision to meditate every day, every morning. Und ihr fällt die Entscheidung, jeden Morgen zu meditieren. You go to bed the night before, eager to wake up and meditate the next Und morning. ihr geht abends zu Bett und seid voller Tatendrang, wenn morgens zu meditieren. Somehow overnight the gods in your psyche have dismantled your aspiration. Und irgendwie über Nacht, die Götter haben eure ganze Inspiration weggenommen. You know, the gods of Berlin maybe have dismantled your aspiration. Götter. You know, they say, you know, and when you wake up in the morning, no, stay in bed, let's sleep off the party the night before, whatever it Vielleicht might denkt ihr, wenn ihr dann wach werdet, ach nee, vielleicht doch nicht und eher noch den Rausch ausschlafen. They don't want to be part of the meditation. They don't want to be part of the practice. Also diese Götter wollen einfach nicht Teil eurer Praxis in der Meditation sein. There are so many examples, you know, of this, I think, in our lives. So viele Beispiele in unserem Leben von dieser Dynamik. You know, we make great aspirations to transform ourselves, but
our depths out there, if you like, the archetypes of the collective unconscious have got other ideas. Also wir sind vielleicht sehr, sehr inspiriert und nehmen uns vor, uns zu transformieren, aber die Kräfte in unserer Psyche, in der Tiefe unserer Psyche haben ganz andere Ideen und Richtungen, die sie gehen wollen. I'm sure with getting this center together and building this center and even running this center, und ich bin sicher, das Gleiche passiert auch mit hier diesem Zentrum, das Zentrum zu kaufen, umzubauen und es so auch zu unterhalten und am Laufen zu halten. you have fantastic aspirations, to make it happen and, to really make the Dharma shine in Berlin and things like that. Also ihr habt vielleicht die tollsten Ideen, den Dharma wirklich zum Schein, zum Leuchten zu bringen hier in Berlin. But the gods in our psyche have other ideas. Aber die Götter in der Psyche tief unten haben ganz andere Ideen. They want to do other things. Die wollen andere Dinge tun. So we've got to start engaging those depths. Also wir müssen diese Tiefen in uns anfangen, uns mit denen zu befassen. We've got to start looking much more deeply into ourselves. Also wir müssen viel, viel tiefer in uns selbst hineinschauen. It's very interesting what Padmasambhava did before he even went into central Tibet. Und es ist sehr, sehr interessant, sich anzuschauen, was Padmasambhava eigentlich gemacht hat, bevor er nach Tibet reingegangen ist. It's really interesting because the Tibetans kept asking him to come. They kept taking gold to him and so on and so forth. Das ist sehr, sehr interessant. Die Tibeter haben ihn gefragt, immer wieder gefragt und ihm Gold angeboten und so weiter. Padmasambhava not interested. Aber er war nicht interessiert. He was very much a yogi, and he's just wandering around the borders of Tibet in his plain red robes. Aber er war Wool einfach robes. ein Yogi und ist an den Grenzen Tibets auf und ab gegangen in seinen roten Roben. And he's meditating away. Und er meditierte. And, the Tibetans keep coming saying, the king wants you to come. Will you come? Please come. He's waiting. Und die Tibeter sind immer wieder gekommen, haben gesagt, komm doch jetzt, der König wartet. And Padmasambhava just kept absorbed in meditation. Und Padmasambhava blieb einfach absorbiert in Meditation. And the story is what he was doing was battling with the gods of Tibet. Und die Geschichte sagt, was er da genau gemacht hat, ist, dass er im Kampf mit den Göttern Tibets war. There's an amazing passage in his life story all about transforming these weird and wonderful characters, extraordinary Und es gibt figures. eine fantastische Geschichte in seiner Lebensgeschichte, eine sehr, sehr fantastische Episode in seiner Lebensgeschichte, wo er mit den verschiedensten Göttern am Kämpfen ist. One day a gigantic yak filling the whole of space started to attack him. Also eines Tages wurde er von einem riesigen Jak angegriffen, das den ganzen Raum ausgefüllt hat. Breathing great snowstorms and hailstorms on the Und teacher. der Jak, oder das Jak hat Windstürme und Schneestürme durch seine Nase gesendet. Sometimes it's like that in meditation, isn't it? You feel you're up against a great big hairy yak. Manchmal fühlt sich das so an in Meditation, als hätten wir da so ein großes, haariges Jak vor uns. Maybe the yak of hatred or something Vielleicht like that. Der Jak des Hasses. Or another figure appears, another one of the gods manifests himself as a gigantic lizard that just fills the whole of Tibet. Und ein anderer Gott manifestierte sich in einer riesigen Echse, die ganz Tibet ausgefüllt hat. What does Padmasambhava do in relation to these weird apparitions? Und was macht Padmasambhava in Relation zu diesen Figuren? Well, for a start, he doesn't back down. Also das Erste, was er macht, ist, er zieht sich nicht zurück. It said he embraces the figure with this bright, brilliant awareness. Und was die Geschichte sagt, ist, dass er all diese Figuren mit diesem brillanten Gewahrsein umschließt, umarmt. Mindfulness is very, very popular these days, isn't it? Und heutzutage ist Achtsamkeit sehr, sehr en vogue. But we're talking about a quality, the real quality of enlightened awareness, which has this almost ferocious quality to it. Aber wir sprechen hier über die wahre Qualität der Achtsamkeit des erleuchteten Geistes mit dieser fast schon ferocious, Fierce, furchterregenden Präsenz. wrathful even. Yeah. Which doesn't back down and looks into the heart
of that really difficult area of Eine things. Qualität, die sich nicht zurückzieht, sondern in das Herzen der schwierigen Energie schaut. That doesn't shrink back through fear, Das sich nicht in Angst zurückzieht, but looks right into it. sondern es direkt anschaut. And it said that what the gods would do when they met this force, which is also a benign force, this is very important, Und was ein anderer Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, dass es sich um eine gutartige Kraft handelt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was die Götter als Reaktion dazu taten, ist Folgendes. yeah. Because Padmasambhava doesn't see these figures as like the devil or something like that needs to be stamped out. Also Padmasambhava sieht diese Kräfte nicht als eine Art Teufel an, die man ausradieren muss. He sees these forces more as natural forces that need to be embraced and brought into Dharma practice. Also er sieht diese Kräfte als natürliche Kräfte, denen man begegnen muss, die man einladen muss und die man integrieren muss in seine Dharma-Praxis. So these forces are also encountering tremendous love, great love. Also er bringt diesen Kräften unglaubliche Liebe entgegen. It said what they did was they would give the heart of their lives to him. Also was die Götter taten, diese furchterregenden Formen, sie gaben ihm ihr Herz. They'd give the heart of their lives, which is also their life mantra. Also das Herz ihres Lebens, was auch oft beschrieben wird als das Herzmantra. Their essential name. Ihr grundlegender Name, Their secret name. ihr geheimer Name. Padmasambhava knows how to name these forces. He's able to name what they really are. Also Padmasambhava hat diese Fähigkeit, diesen Kräften Namen zu geben, sie genau zu benennen. And it's very interesting, when the great yak gives his name, Und sehr, sehr interessant zum Beispiel, wenn der große Yak seinen Namen offenbart, he turns into a beautiful young prince. verwandelt er sich in einen wunderschönen jungen Prinzen. A golden prince with a turquoise turban. In einen goldenen Prinzen mit einem türkisenen Turban. And he bows to the teacher, bows to the yogi, bows to Padmasambhava, Und er verbeugt sich vor dem Lehrer, dem Yogi Padmasambhava. and offers to cooperate and support. Und er bietet an, zu kooperieren und ihn zu unterstützen. So we're talking about the transformation of these deeper energies, incorporating them into our life, into our practice. Also wir sprechen davon, diese Kräfte in unser Leben, in unsere Praxis zu integrieren. Of course, we really need to get into how we can do that. What are the examples Und jetzt for that with us? müssen wir natürlich darüber sprechen, wie wir das tun können, was praktische Beispiele für uns wären. That's more difficult to do, Das actually. ist auch ein bisschen schwieriger. The stories, communicate so much. Die Geschichten erzählen uns sehr, sehr viel. But when it comes to our own life, it's much harder to see, to name, what is happening. Aber wenn wir unsere eigenen Leben uns anschauen, ist es viel schwieriger, genau zu sehen, was vonstatten geht. But I want to just try and suggest a few things, one or two things from Padmasambhava's life. Aber ich will einfach nur ein, zwei Sachen vorschlagen, und die sind verbunden mit Padmasambhavas Leben. One of the areas one of the reasons why Padmasambhava becomes this great transformer is because, of course, he's faced his own demons, if you like. Und einer der Gründe, warum Padmasambhava diese starke Figur der Transformation geworden ist, dass er seine eigenen Dämonen sich genau angeschaut hat. He's gone into, if you like, the darkness. Er ist in die Dunkelheit gegangen. One of the things we have to do is to go into our own darkness and even on occasion go into the darkness around us. Und das ist eine der Dinge, die wir auch tun müssen. Wir müssen in unsere eigene Dunkelheit hinein, aber vielleicht auch in die Dunkelheit, die uns umgibt. Because it's in the darkness that these forces are hiding and kind of running our lives and we don't even know it. Weil in dieser Dunkelheit verstecken sich diese Kräfte und aus der Dunkel heraus steuern die unser Leben. But what's the darkness? Aber die Frage ist, was ist diese Dunkelheit? What's the sort of fundamental darkness? Was ist die grundlegende, die fundamentale Dunkelheit? Well, of course, it's death.
Und natürlich ist das der Tod. You know, it's that underlying reality of our existence. Das ist die grundlegende Realität unserer Existenz. You know, das alles die grundlegende Realität. The complete and constant impermanence of life, of existence. Also die vollständige und andauernde Vergänglichkeit der Existenz. You know, which is just always there. Und die ist immer da. It was lovely today. We went to the Impressionist and Expressionist exhibition down at the museum. Wir beide waren heute auf der Expressionismus-Ausstellung. And a beautiful blue sky. We were waiting for an hour and a half under this blue sky in the heat, which was fantastic. 90 Minuten unterm blauen Himmel in der Schlange gestanden. And then I just noticed the wind blowing through these trees and just the leaves just coming off, being blown away. It was just one of those moments. So durch die Bäume und hat die Blätter mitgenommen. You know, here we are, autumn. Herbst. Things are moving, things are transforming. They always are, but this is just such a reminder of passing. Die Dinge, vor allem in dieser Jahreszeit, im Herbst, kommen und gehen die Dinge. Es ist eine wunderbare Erinnerung, gerade in dieser Jahreszeit. In the midst of all this beauty and art and so on, there it is. Und inmitten all dieser Schönheit und Kunst ist diese Vergänglichkeit. And I think a lot of our fears and tensions, worries, are really about resisting the fact of change, impermanence, death. Und ich glaube im Endeffekt, dass viele unserer Ängste und Besorgtheiten im Grunde genommen eine Angst und ein Ablehnen von Wandel, Vergänglichkeit und Tod. We associate it so much with horror rather than with something open and wonderful. Weil wir haben diese Assoziation, wenn es zu Wandel, Vergänglichkeit und Tod kommt, dass es eher schrecklich und horrible, schrecklich ist. I mean, in fact, I think there can be two extremes. There can be the extreme of sort of denial of this reality. Es gibt zwei Extreme. Ein Extrem ist, dass wir einfach diese Realität verleugnen. And then there can be the sort of horrified fascination with it. Oder es gibt auf der anderen Seite eine Art Faszination mit dem Schrecklichen. For Padmasambhava and Buddhist tradition generally, impermanence and death are really the place of initiation. Und für Padmasambhava ist Vergänglichkeit und Tod sehr, sehr stark verbunden mit Initiation. Looking into that part of life is where true teaching and initiation and transformation takes place. Und wenn man sich diesen Aspekt der Realität genau anschaut, dann ist es genau dort, wo in diesen Bereichen, wo Initiation, die Lehren, Initiation, Teaching and transformation. Und Transformation stattfindet. So Padmasambhava, when he leaves home, also wenn Padmasambhava letztendlich seine Heimat verlässt. He was brought up as a prince, like the Buddha. Er wurde als Prinzen erzogen, genau wie der Buddha. But he was he was cast out because he was regarded as a bad boy. So he was cast out from the home. Er wurde von zu Hause rausgeschmissen, weil er ein schlechter Junge war. And he went straight to the cremation grounds. Und das erste, was er gemacht hat, er ist direkt zu den Verbrennungsstätten gegangen. The Indian cremation grounds are ancient Indian cremation grounds are sort of celebrated. Und im alten Indien sind diese Verbrennungsstätte sehr, sehr feierliche und heilige Orte. They're places where way outside of the city and the village. Also ganz, ganz weit draußen, weg von den Städten und Dörfern. There are places where the dead are just left. Und zum Teil werden dort die Toten einfach zurückgelassen. Burnt from time to time or just left to rot. Und manchmal verbrannt, manchmal aber auch nur zum The Verwesen. only people that go there would be people regarded as untouchables by caste Hindus. Die einzigen Leute, die zu solchen Städten gehen würden, hat man Unberührbare genannt. So they're not a place where conventional people go. I mean, you're going to lose your good standing if you hang out in those places. Also nicht Orte, wo gute Bürger sich aufhalten würden, weil man seinen guten Status verlieren würde. But yogis go there.
Aber Yogis gingen dorthin. Padmasambhava went there. Padmasambhava ging dorthin. So there's already a kind of death going on, because going to a place like that, you're regarded as a super weirdo. Da ist schon eine Art von Tod, die da stattfindet, weil die zu diesen Plätzen gegangen sind, wurden als extreme Nerds angesehen. A really impure person. Eine sehr, sehr unreine Person. So that's a kind of death, because that's rejection. Das ist eine Art von Tod, weil es Verstoßung ist. Rejection by the group, by the family. Ja, von der Gruppe verstoßen werden, von der Familie verstoßen. And you know, that can happen just as if you take up meditation and Buddhist practice. Und das kann für uns genauso passieren, wenn wir zum Beispiel anfangen zu meditieren oder uns für Buddhismus zu interessieren. Even coming to the Buddhist center, it can be a bit like coming to a cremation ground from that point of view. Buddhismus, really? in das Zentrum hier zu kommen, kann sein wie zu einer Verbrennungsstätte. You know, I know people sometimes, their families really disapprove of the fact that they're meditating. Und ich kenne einige Leute, wo die Familienangehörigen sehr, sehr ablehnend sich verhalten gegenüber der Tatsache, dass derjenige anfängt zu meditieren. They must be a thoroughly disreputable person to be meditating and... Die denken, dass sehr, sehr I lost it. Disreputable. Yeah. I know what it is. Die denken, die Person not a respectable person. ist keine Person, die Respekt verdient. Ja. Yeah. So anyway, Padmasambhava is in that kind of space. Und das ist der Art Raum, in dem sich Padmasambhava aufhält. Contemplating the dead bodies. Also sich die toten Körper zu vergegenwärtigen. Living in this space, of course, which can be very frightening. Und das kann natürlich sehr, sehr angsterzeugend sein. Accustoming himself to impermanence. Also sich vertraut machen mit Vergänglichkeit. You know, the reality of death. Die Realität des Todes. And it's said that in these places he'd have all sorts of visions. Und es wird gesagt, dass er an diesen Orten jede Menge von Visionen hatte. Or visions of what are known as the worldly Dakinis. Und diese Visionen sind bekannt als die weltlichen Dakinis. These are sort of quite extraordinary sort of goddess-type figures. Und das sind sehr, sehr außergewöhnliche, fast schon Gottheitenfiguren, Göttinnenfiguren. But just to give you a kind of idea of them, they've got many different colours and sehr, sehr viele verschiedene Farben. And they take all sorts of different shapes. Und verschiedene Formen nehmen sie an. You know, some of them will take their heads off and do a kind of dance in front of Padmasambhava. Nehmen ihren Kopf ab und tanzen. You know, with their heads off. Mit ihrem Kopf in den Armen. Or spilling out their entrails or something like that. Oder drehen ihre Eingeweide nach außen. Or, you know, graphically showing their sexual organs or something like that. Oder sehr, sehr deutlich zeigen sie ihre Sexualorgane. And generally being very, very threatening. Und generell sehr, sehr furchteinflößend. And you can imagine, well, you know, what's going on. If you spend your time in a lonely cremation ground, this is the kind of thing that you're going to be imagining happening to you. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn ihr eure Zeit in einer Verbrennungsstätte verbringt, dass das die Dinge sind, die euch passieren. Remember the first solitary retreat I did, it wasn't in a cremation ground. Und ich erinnere mich an mein erstes Solitary Einzelklausur. Es war nicht in einer Verbrennungsstätte. I was convinced that a mad axeman was going to come and cut me to pieces. Ich war absolut davon überzeugt, dass ein verrückter Mann mit einer Axt käme und mich zerstückeln würde. Now, how he'd know I was there, I don't know. But when you're in solitary retreat, these are the kind of fears that come to you. Wie er hätte wissen können, dass ich genau da bin, das weiß ich natürlich nicht. Aber das sind die Sachen, die man sich so vorstellt, wenn man auf Solitary ist. Well, it happened to me. Yes. Yeah. And actually what it was confronting. It was a kind of death. I was away from what was normal. Und was im Endeffekt passiert ist, es war eine Art von Tod für mich, weil ich von dem, was normal für mich war, war ich entfernt oder weit weg. So when you look, and it's very interesting with Padmasambhava, it said when he saw all these apparitions, he just glowed red. Und es wird gesagt, dass wenn er all diesen schrecklichen Formen begegnet ist, dass er rot geglüht hat. And just taught them the Dharma. Und hat ihnen einfach den Dharma
unterrichtet. So no fear, Keine Angst, no anxiety, keine Ängstlichkeit, no shrinking away, kein sich abwenden. but embracing all this stuff happening. Aber was er tat, ist, er hat all diese Sachen umarmt. Und Seeing it rather as more of a kind of creative display, a kind of creative energy. er hat diese Form eher als kreative Energien angesehen. So the cremation ground then becomes more like a kind of creative, crucial situation. Also der Verbrennungsplatz wird dann eher eine sehr, sehr kreative, wichtige Situation. It's a situation where you're looking much, much more deeply into the nature of not just your life, but life generally. Eine Situation, in der du sehr, sehr tief nicht nur in dein eigenes Leben, sondern in das Leben generell reinschaust. And that just brings up vital energy. Und das bringt eine Menge von Energie. So much, we sit on so much energy because we will not look at what's happening around Und wir us. sitzen alle auf so viel Energie, aber auf so viel blockierte Energie, weil wir eben nicht schauen, because we don't so much energy, Because we don't look at the reality around us. weil wir einfach nicht uns die Realität um uns herum anschauen. Sometimes people find after meditating for a while that, well, it's not always blissful and peaceful. Und die Erfahrung, die einige Leute machen, wenn sie eine Weile meditieren, dass nicht alles friedlich und freudvoll ist. I've known people take up the Padmavajra who suddenly realise how angry they are. Und Leute zum Beispiel fangen an, die Padmavajra zu üben und realisieren, wie voller Wut sie eigentlich sind. They're doing all that love meditation and then they suddenly realise, actually, I hate people. Sie machen all diese Liebe-Meditation und realisieren dann irgendwann, im Grunde genommen hasse ich eigentlich die I Leute. shouldn't hate people. That's a bad thing. Und dann denken sie, ich darf ja nicht die Leute hassen. Well, Das ist no, ein schlechtes Ding. maybe you've got to look at it. This is energy. This is what's really going on for you. Vielleicht muss man eher schauen, den folgenden Standpunkt einnehmen, dass es sich dabei nur um Energie handelt. Maybe you're getting in touch with more vitality. Maybe Vielleicht berührst du tiefere und mehr lebendigere Energien in dir. I mean, of course, you don't go around hating people. You don't do that. But you look at that energy. Und natürlich geht man nicht umher und hasst alle Leute, sondern man schaut sich diese Energie an. I mean, it can also happen the other way. I mean, some people get incredibly ecstatic through meditating. Und es kann auch andersrum funktionieren. Einige Leute haben ekstatische Erfahrungen in Meditation. Tremendous positive release of Sehr, energy. sehr positive Energie wird freigesetzt. And that can be quite disturbing. They can't realise, they can't handle the love that they're feeling, for Und example. für einige kann das sehr, sehr aufwühlend sein, weil sie diese ganze Positivität nicht gewohnt sind. But this is all good stuff. Aber das ist alles Gute. It's all okay if you can stay with it with this bright, loving awareness. Aber das ist alles okay, wenn man das mit einem klaren, liebenden Gewahrsein begegnen kann. Your consciousness you're opening up to much more in your experience. Also man öffnet sich zu größeren Tiefen in seiner Erfahrung. And that's just going to enrich your practice. Das wird eure Praktik bereichern. But I said that the cremation ground is a place of initiation, Aber ich habe auch gesagt, die Verbrennungsstätte ist auch ein Platz für Initiation, where you find a teacher. wo man einen Lehrer findet. So I want to tell you a story about Padmasambhava finding a teacher Und ich werde eine Geschichte erzählen, wie Padmasambhava einen Lehrer gefunden hat and how he receives an und initiation wie er eine Initiation erhalten hat and how he was given a special name. und wie er einen besonderen Namen bekommen hat. So Padmasambhava, of course, he's already a very determined and accomplished yogi. Also dort, wo die Geschichte anfängt, ist Padmasambhava bereits ein sehr determinierter Yogi. And Weit fortgeschrittener. And he's heard about this Darkini woman teacher Und er hört von einer Frau, einer Dakini-Lehrerin. who lives in a place called the Castle of the Skull. Und sie lebt in einem Ort, der heißt die Burg der Schädelburg. And her name is Surya Chandra Siddhi, Und ihr Name ist Surya Chandra Siddhi. the attainment of the sun and moon. Also das Erreichen von
Sonne und Mond. Or if you like, the attainment of the integration of the solar and lunar energies. Oder wenn ihr wollt, das Erreichen der Integration von solarer, also von Sonnen- und Mondenergie. Wow, we really want that, don't we? The integration of solar and lunar energies, yeah. Also das ist was wir natürlich alle wollen. He has trouble getting into the castle of the Aber er hat skull Probleme, in diese Schädelburg reinzukommen. because the maidservant to Surya Chandra Siddhi wants to test him. Weil die Dienerin von Surya Chandra Siddhi ihn testen will. So she does all sorts of magic. Also sie vollführt Magie an ihm. And there's a kind of magic battle, which he wins. Und es gibt eine Art magischen Kampf, den er gewinnt. Can't go into the details of that. You have to read the book. Und ihr müsst das Buch lesen für die Details. But then he goes into the castle of the skull. Und dann betritt er die Schädelburg. And the impressive Darkini is sitting there. Und die Dakini sehr, sehr eindrucksvoll sitzt. And she's red Sie ist rot and naked und nackt. and wearing a garland of freshly severed heads. Und sie trägt eine Kette frisch abgehauener Köpfe. And she's incredibly beautiful. Und sie ist unheimlich And she's just wunderschön. radiating love and awareness. Sie strahlt Liebe und Gewahrsein aus. And he bows low to her. Und er verbeugt sich sehr tief vor ihr. And he says, I'm ready for Und initiation. er sagt, ich bin für die Initiation bereit. I'm ready for teaching. Ich bin für die Lehre bereit. So what does she do? Frage ist, was macht sie? She transforms him into a tiny syllable. Sie transformiert Padmasambhava in eine sehr, sehr winzige kleine Silbe. The syllable hung, a Sanskrit syllable. Eine Sanskrit-Silbe Hung. I mean, that's quite interesting, isn't it? Imagine coming to the meditation class Also stellt euch einfach vor, ihr kommt zur Meditationsklasse and the Mogaratna Karanada, before they give you the meditation, transform you into a syllable. That would be... bevor ihr die Meditation unterrichtet bekommt, transformiert eucht Karuna da oder Amogaratna in eine kleine Silbe. But it gets weirder. She swallows him. Und dann wird es noch komischer, weil sie diese Silbe dann She schluckt. swallows the syllable. Sie schluckt die Silbe. And him, as the syllable, goes down inside her through all these secret centers. Und er als die Silbe wandert durch sie durch all diese geheimen Zentren. Receiving all sorts of teachings and initiations, Und er kriegt alle möglichen Lehren und Initiationen, transformations. Transformationen. And he comes out here, down here, Und er kommt unten raus and he becomes, well, he comes back as somebody else. und er kommt als jemand anderes zurück. And he's given the name Padma Todrensal, Und er kriegt den Namen Padma Tödrensal. which means, Padma means lotus, Padma heißt Lotus, with the strength of the garland of mit skulls. der Stärke der Kette der Schädel. He's become able to wear, even if he doesn't do it literally, he's able to wear a garland of skulls. Also er ist jetzt dazu bereit, eine Schädelkette zu And the tragen. garland of skulls symbolize that he's a master now of transformations. Die Schädelkette symbolisiert, dass er jetzt ein Meister der Transformation He's ist. completely, death isn't really ordinary death anymore. Tod ist nicht gewöhnlicher Tod mehr in seinem Fall. Because he's completely embraced the reality of death, that means he's died spiritually. Und da er die Realität des Todes komplett angenommen hat, bedeutet das, dass er spirituell gestorben ist. In other words, his fixed self-view, his idea of a fixed self, has completely died. That isn't there anymore. Mit anderen Worten, seine feste Idee über ein festes, unveränderliches Selbst ist gestorben. Die gibt's nicht mehr. And he's also mastered spiritual rebirth. Und er hat auch die spirituelle Wiedergeburt gemeistert. So he's entered the life of enlightened transformation. Also er hat das Leben der erleuchteten Transformation. You know, when you look deeply into impermanence, when you really see it, when you feel it, when you know it, Also wenn man sehr, sehr tief in Vergänglichkeit reinschaut, wenn man es fühlen kann, wenn man es weiß, what opens up then is complete creativity. was dann sich eröffnet, ist vollkommene Kreativität. You know, no situation is, every situation contains the possibility of transformation Also and jede creativity. Situation enthält die Möglichkeit für Transformation. You know, there's no special Buddhist
situation, non-Buddhist Es gibt situation. keine speziell buddhistische oder nicht buddhistische Situation mehr für dich. In a sense, there's no good things and bad Keine things. guten oder schlechten Dinge mehr. You know, when you've really embraced spiritual death, spiritual rebirth, then you can transform it all into wonderful creative activity. Also wenn man sich wirklich geöffnet hat für spirituellen Tod und Wiedergeburt, dann öffnet man sich für diese wunderbare spirituelle Kreativität. So this is actually the real purpose of meditation and Buddhist Das ist practice. im Endeffekt der Zweck buddhistischer Praxis und Meditation. To become somebody who has the strength to wear the garland of skulls. Also jemand zu werden, der die Stärke besitzt, diese Schädelkette zu You tragen. don't wear them outside, it's a completely internal garland, if Natürlich you hat man like. die nicht im Äußeren an, sondern es ist eine innere Schädelkette. But everything can be transformed. Alles kann transformiert werden. It's said that Padmasambhava rises particularly in times of difficulty. Und es wird gesagt, dass Padmasambhava vor allem auftritt in Zeiten von Schwierigkeiten. You often get verses invoking him, saying, well, now we're slipping into the night, into the darkness. Und sehr, sehr oft gibt es Verse über ihn, wo er heraufbeschworen wird, wo gesagt wird, jetzt betreten wir die Dunkelheit, die Nacht. But may you shine ever brighter to transform this. Aber mögest du immer heller und heller scheinen, um diese Dunkelheit zu transformieren. And we know that we are in very, very difficult times. Und wir wissen alle, dass wir in sehr schwierigen Zeiten sind. So many bad and troubling things are happening. Viele schlechte und besorgniserregende Dinge passieren. And it's very easy to feel helpless in relation to Man that. kann sich sehr schnell hilflos fühlen. It's very easy to feel overwhelmed in relation to Man that. kann sehr, sehr überwältigt von diesen Dingen At the sein. moment, most of us are living fairly comfortable, stable lives. Und momentan leben die meisten von uns stabile und komfortable You know, Leben. but we're surrounded by a world where it really isn't like that. Aber wir sind umgeben von einer Welt, wo das auf keinen Fall der Fall ist. And that gets closer and closer. Das kommt näher und näher. So we're going to have to be skull wearers, skull garland Deswegen wearers. müssen wir Schädelkettenträger You werden. know, we've got to aim our practice to stand up to this kind of world that we're in. Wir müssen unsere Praxis darauf ausrichten, diese Art von Welt, in der wir uns befinden, ist mit der aufzunehmen. You know, it's got to be an awareness that takes into the reality, you know, of this of the death around us. Also eine Gewahrsein, dass die Realität des Todes um uns herum gewahr ist. But our practice has also got to invoke an incredibly intense, great love. Aber unsere Praxis muss auch eine unglaublich intensive Liebe heraufbeschwören. So Padmasambhava is the embodiment of that for me. Und Padmasambhava für mich ist die Verkörperung all dessen. This sort of, yes, the lightning bolt of compassion, Also indeed. dieser Blitz des Mitgefühls. You know, so it's, you know, when you read invocations to Padmasambhava, sometimes he's invoked as having the tenderness of a mother. Und manchmal wird Padmasambhava heraufbeschworen, als ob er die Zartheit einer Mutter hätte. But also the fierceness of a wrathful deity. Aber auch die Unerschrockenheit oder die Stärke von einer furchterregenden Gottheit. And the ecstasy of a yogi. It's all there. Die Ekstase eines Yogi. But we all need to aim our practice at that. Wir müssen alle unsere Praxis darauf ausrichten. Finde ich.